Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Zusätzlich haben wir natürlich unsere Flugschauanlage hier. Die ist ja recht groß und außerhalb der Flugschauzeit nicht mit dem Tier besetzt, also nicht so wirklich genutzt. Und dann haben wir uns gedacht, okay, irgendwie müssen wir da gucken, dass das Ganze nicht irgendwie so unruhig oder langweilig wirkt, und kam dann relativ schnell auf das Thema Bepflanzung und Gestaltung einfach der Anlage. Mein Kollege, der Andreas Hölscher, ist auch von Haus aus einfach sehr interessiert an Pflanzen, kennt sich da gut aus und vor allem auch mit Insekten und Bienen. Der ist auch Hobbyimker. Und ja, so kam eins zum anderen und jedes Jahr ein bisschen was dazu. Und mittlerweile haben wir unsere Anlage hier, finde ich, sehr schön gestaltet mit ein paar alten Baumstämmen hier, die richtig schön morsch sind, wo die Insekten, die Käfer sich reinfressen können, ihre Larven reinlegen können. Wir haben hier unterschiedlichste Wildblumen, Kräuter, Wildwiesen, Stauden und so weiter eingepflanzt. Wichtig ist dabei, dass man natürlich möglichst einheimische Pflanzen auswählt und sich auch ein bisschen halt eben daran orientiert, nicht nur, dass sie schön aussehen, sondern dass sie halt eben nützlich sind für die Insekten. Ja? Das sind sogenannte Bienenweiden, Nutzpflanzen für Insekten, die halt eben auch genügend Nektar und Pollen führen und nicht einfach nur gut aussehen. Ja, gut aussehen reicht nicht, sondern die müssen schon einen Nutzen haben. Und das haben wir hier versucht halt eben so auf der Anlage ein bisschen umzusetzen. Und mein Kollege, der hat auch seine Imkerei hier ein bisschen weitergeführt, und wir haben also auch ein paar Wirtschaftsvölker, ein paar kleine Ableger haben wir hier unten platziert, direkt neben mir zu sehen. Damit einfach die Leute, wenn man das hier auch bei der Flugshow einfach mal anspricht, das Thema, dass sie direkt sehen, ach guck mal, da stehen ja auch Bienen und die fliegen hier, und Bienen werden ja oft auch immer, oh, die Bienen, die stechen und so weiter, aber die meisten, die einen stechen draußen, sind die Wespen und nicht die Bienen. Ne? Die Bienen sind wirklich da sehr friedfertig, also außer man latscht da wirklich mitten rein ins Haus, aber da wären wir ja nicht anders. Ne? Also wenn bei mir ein Fremder einfach ins Haus reinlatscht, dann würde ich den auch stechen oder sonst was. Dementsprechend darf man denen da nicht böse sein. Solange man da vernünftig und behutsam mit umgeht, sind die sehr friedfertig. Ja, und der schöne Nebeneffekt ist, dass unsere Bienen hier im Zoo natürlich auch reichlichst sammeln und Honig produzieren. Den Honig, den bieten wir hier gleichzeitig auch unseren Besuchern in den Zooshops an und kommen so natürlich einfach in den Dialog, ja, weil sie dann wiederkommen und sagen, Mensch, der war aber lecker, und wie ist das mit den Bienen so und so, und dann kommt man ins Gespräch und kann einfach noch ein bisschen was erklären, denn Bienen sind wirklich ein sehr, sehr komplexes und interessantes Thema. Biene ist nicht gleich Biene, es gibt so unterschiedliche Bienen, die in einem Stock arbeiten, jeder hat seine eigene Aufgabe zu erfüllen, und ja, da könnte man wirklich stundenlang drüber quatschen und erklären, aber es lohnt sich auf jeden Fall da einfach auch im heimischen Garten, da wollen wir halt darauf hinaus, dass die Leute sehen, dass das überhaupt nicht schlimm ist, wenn mal ein bisschen was, ja, wilder aussieht oder mal blüht oder mal lang wächst, also dass die Leute mal wegkommen von diesem 2-3 cm kurz geschorenen englischen Rasen und ein bisschen die Gärten einfach wieder verwildern lassen, zumindest irgendwie eine kleine Ecke oder auch wirklich mal ein paar Sträucher, Nutzpflanzen da anbringen für Insekten, denn dieses Insektensterben und auch das Verschwinden der Honigbiene nach und nach ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Dieses Tier ist zwar sehr, sehr klein, aber das Verschwinden von diesem Tier hätte sehr, sehr große Folgen für uns Menschen, weil sie die wichtigsten Bestäuber sind für sämtliche Obst- und Gemüsesorten, die auf unserem Tisch landen, die wir lecker finden, und deshalb sollten wir wirklich zusehen, dass wir alles dran setzen, dass diesen Insekten und den Bienen, dass es denen auf jeden Fall gut geht. Und da gehört auch dazu, dass diese ganzen Pestizid-Sachen vom Tisch kommen und man da wieder irgendwie eine andere Richtung einschlägt. Märkte
haben Hinweise auf den Schildern, Nektarpflanze und eine Biene drauf, ne? Ne? Das sind dann Hinweise einfach, dass das Nutzpflanzen sind, wenn die blühen, für verschiedene Insekten oder auch für die Bienen. Und hier ist es auch drauf, ne? Also wir haben hier wirklich durchweg nur Pflanzen ausgesät und eingebracht, die wir brauchen. Das ist auch schön da, die kleine blaue, das ist Vergissmeinnicht. Ne? Die hat sich aber von selbst hier ausgesät. Ne? Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.